Monday I was arrested. Herzlich willkommen im Audiokommentar zum Ukraine-Film. Ja, die meisten haben es auf Instagram schon gelesen. Wir sind bei der Einreise festgenommen worden, weil uns eine illegale Einreise vorgeworfen wurde. Wir wollten die Missverständnisse eigentlich aufräumen, aber unser Appell wurde nicht erhört und die Behörden haben eine riesen Story für sich selber daraus gemacht. Wir waren in allen Zeitungen dann. Die dpa hat auch in allen Blättern in Deutschland darüber berichtet. In der Ukraine kannte uns dann jeder, an dem wir vorbeigefahren sind. Und es war eine Riesennummer und es wurde sogar noch erzählt, dass wir dachten, dass die Ukraine zur EU gehört. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, was ein Blick hinter der Grenze sofort aufblättert, dass dieses dritte Weltland nicht zur EU gehört. Aber gut, wir waren dann 24 Stunden in Gewahrsamkeit und ja, es war ein lustiges Zirkusspiel mit Fingerabdrücken und Fotowand und allem, was dazugehört. Dann sind wir freigelassen worden, haben einen kostenlosen PCR-Test noch bekommen, haben eine Strafe an der polnischen Grenze gezahlt von 130 € und durften dann 3 Tage später legal in die Ukraine einreisen über einen anderen Checkpoint, der für Fahrradeinreise geeignet ist. Und dann sind wir losgefahren von Chiyiny nach Lviv. Hauptsächlich Bundesstraßen, weil man wirklich so in diesen abgelegenen Straßen überhaupt nicht fahren kann, die sind nicht präpariert. Lviv ist eine absolut schöne Stadt, geprägt vom ungarischen, österreichischen Baustil. Und da haben wir auch einen Deutschen kennengelernt, den Bernd, der war total cool, der lebt da, der ist Frührentner. Und mit dem haben wir da lustige Abende erlebt. Ich habe immer noch Kontakt mit dem. My future went wrong. I looked for something that could have been done, but even David had missed the game once. Remember, I'm never on time. Schönen guten Morgen. Wir haben die Zelte aufgeschlagen in Kiel. Da ist der Maurice, topfit. Da kamen nachts zu unserem Zelt so Motorradfahrer und durchleuchteten mit ihren Scheinwerfern unser Zelt und haben uns auf Ukrainisch dann gebeten, da aus dem Zelt zu kommen. Das war total spooky. Und am Ende wollten die nur wissen, was wir da machen, weil die hatten irgendwie Angst, dass wir Zigeuner sind und da jetzt bei denen irgendwie im Grundstück wohnen wollen oder so. Ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, ab hier hatte der Maurice dann irgendwie keinen Bock mehr, wollte irgendwie alleine fahren und ja, weil wir auch so ein paar persönliche Differenzen hatten. So, jetzt sind wir hier 100 Kilometer vor Kiew ungefähr und hier ist mein Baumschaumerhaus, der mich hier eingeladen hat in seine Bude. Und stell dich mal vor. Oleg from Korostyshev, friends. Now we go in park, a beautiful park with a stone sculpture with my friends. Er kennt hier so ein paar Abseitswege, die wohl irgendwie zu befahren sind für ukrainische Verhältnisse. Ja, mal gucken, was hier so
abseits der Hauptstraßen zu sehen gibt in der Ukraine. Slavia Ukraine. Good morning, Moritz. Hör mal, ich glaube, du kennst den Film, hatte ich auch schon mal von erzählt. Ich habe den Typen kennengelernt in Anselm in seiner Premiere im Metropol in Düsseldorf und er hat davon erzählt, wie die zwei Leute, also wenn du ihn gesehen hast, ne, dann wiederhole ich das einfach, um dich da zu bestärken, die zwei Freunde auch nach 1,5 Monaten die Wiege gemacht haben und er sich erstmal finden musste und weitergefahren ist und irgendwann war er in seinem Flow und ich glaube, Moritz, dass du das auch super hinbekommst und da deinen Weg machst, flexibel wie du bist und manchmal naiv und unvorbereitet, glaube, das ist eine super Grundlage. Also ich verfolge dich und finde das mega geil, ich bin gefühlt bei dir und ja, hau rein, Moritz, lass dich nicht unterkriegen und wenn Scheißzeiten da sind und du Sehnsucht nach irgendwas hast, es kommt auch immer wieder die Sonne auf. Also daran glauben wir, ja, und dann hast du dein Mega-Erlebnis, was auch so nicht jeder machen kann und ja, davon wird dein Leben profitieren. Also ich glaube an dich und schick dir ganz viel Kraft zum Weiterfahren. Hau rein, Moritz. So, tschüss, Kiew. Keine Chancen, in Russland Visum zu bekommen. Planänderung, jetzt geht's ums Schwarze Meer herum. Rumänien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Aserbaidschan. Try to tame the ghosts and fears that hunt around my head. Around and round the ghost for sure. Afraid that I have. Ja, hier hatte ich mich dann darauf eingestellt, erstmal alleine weiterzufahren. Das ging auch ganz gut. Ich war dann in so ein paar Hostels und habe auf der Straße auch mehrere Mitfahrer gefunden und kennengelernt. Das war ganz lustig. Die haben mich dann temporär für ein paar Teilstrecken begleitet. Manche haben mich sogar dann zu sich nach Hause eingeladen. Das kommt später noch. Da habe ich so einen Typen da in Odessa kennengelernt. Wunderschönen Jürgen Bongiorno wünsche ich erstmal. Hab hier einen coolen Ukrainer getroffen auf dem Highway. Auf dem Lonely Highway. Fuhr der auf einmal neben mir und hat so einen Zieher gesucht. Und naja, 150 Kilometer vor Odessa. Jetzt waren wir erstmal ein Stück zusammen. Ich verstehe kein Wort. Ich versuche so ein bisschen auf Russisch. Er versucht so auf Ukrainisch. Ich mitgemacht. Aber ich habe verstanden, dass er mit mir was trinken gehen will gleich. Was ich gar nicht so verkehrt finde bei 30 Grad. Hi, my name is Ruslan, Ukraine. Odessa, Kyiv, Lvov, Germany, Piva, good beer. Football, yeah, Germany, good. Tonight, the match. Germany, Hungary. Das wird bestimmt spannend. My dear, realize nothing but strings, pot and ale. Air is for breathing, got nothing to sell, my dear, my dear. Dann habe ich Benny und Nicole kennengelernt von Zeit kommt Rat. Das sind zwei Schweizer, die sind auf dem Weg nach Australien. Mit denen habe ich mich ausgetauscht, ein paar Tipps und Tricks. Und dann habe ich meinen Warmshore-Host getroffen in seinem Haus mit Swimmingpool. Und der hat mich ja eingeladen zu übernachten. Das war der absolute Oberhammer. Also da kann man wirklich mal entspannen nach einer langen Tour. Jo, moin ihr Klapskallis, wunderschönen guten Bongiorno wünsche ich erstmal. Ich bin hier beim absolut fabelhaftesten Warmshore-Host of all times. Mit Swimmingpool und Grillplatte, also besser geht's ja wohl gar nicht, ne? So, und zwar stellt sich jetzt mein Warmshore-Host mal vor. Den habe ich nämlich vor ein paar Tagen kennengelernt. Hello, my name is Vladimir. I met Moritz on the highway between Odessa and Kyiv and invite him to my home. So he is now my guest. This is my wife. Hello, it's Katrin and Marsha.
So. In a few minutes it will be everything okay. Mit Wladimir habe ich dann die Küste noch unsicher gemacht, also südlich vom Ibiza Beach Club. Kann ich sehr empfehlen, eine sehr schöne Strecke, sehr alternativ, auch von der Gastronomie her, von den Leuten her, viel besser als dieses aufgesetzte Odessa-Lifestyle nördlich der Küste. Welcome to Odessa. Ja, Wladimirs Eltern wohnen in Deutschland, in Nürnberg. Der hat große Verbindung zu Deutschland. Sein Sohn studiert auch Deutsch, er ist öfter da. Er fährt auch sehr gerne Ski in Österreich. Wir haben uns ja schon verabredet, wenn er das nächste Mal in Ischgl ist, dann treffen wir uns da auf dem Revival, auf dem Flying Hirsch und machen dann mal die Pistenabfahrt. Some must disregard a broken bottle top and the one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause you got nowhere to go. That's why I want. Ja, dann ging es wieder in the middle of nowhere, in abenteuerliche Regionen, komplett alleine, mit einer Flasche Wasser. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there's someone with no home, never needed to alone. Could it be really me pretending that they're not alone? A willow deeply scarred, somebody's broken heart, and a washed out dream. They follow the pattern of the wind, you see, 'cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could. So, jetzt bin ich auf dem Weg zu meinem zweiten Warmschimmerhaus, zum Vitali. Der wohnt da in diesen Ausläufen südlich an der rumänischen Grenze. Kesa mit seinem Bruder, mit seiner ganzen Family wohnt er da. Die haben mich sehr herzlich da empfangen und dann sind wir zu seinem Strandhaus da gefahren und er ist so ein Pro-Surfer, er gibt auch so Schulungen und so. Und also das war wirklich einer der entspannendsten Tage da, an diesem perfekten Strand auf der Sandbank. Da konnte man echt mal relaxen und die Beine ausruhen lassen. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and to make a change.